Herzlich willkommen bei Video Wissen. Bevor ich den eigentlichen Vortrag ankündige, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten hier an der Sternwarte Sonneberg am Wochenende 28. und 29. September ein sogenanntes Uwudel-Wochenende, also zum Kanal Urknall Weltall und das Leben. Da einige Angemeldete abgesprungen sind, haben wir noch 3 Plätze frei. Wer also schnell ist und sich bis zum 15. September anmeldet, hat vielleicht Glück, noch einen Platz zu erwischen. Den Link gibt es hier in der Beschreibung. Im Rahmen der bundesweiten Wilhelm und Else Hereus Lehrerfortbildung im Haus der Astronomie, die dort auch aufgezeichnet wurde, traten auch eine Reihe von Lehrern auf, die über ihre Erfahrungen mit astronomischen Themen im Unterricht berichteten. Enrico Malz vom Hebel-Gymnasium in Schwetzingen berichtet über die dunkle Materie im Astronomiekurs. Ein sicherlich nicht ganz einfaches Thema. Wir dürfen gespannt sein. Dann mache ich mal weiter. Jetzt sind wir konkret in Oberstufenkurs, zumindest aus meiner Sicht. Ich bin unterrichte hier in Baden-Württemberg und wir haben Astronomie in der Schule. Nicht verpflichtend, aber zumindest als Wahlfach zum Beispiel in der Oberstufe und auch als Profilfach in der Mittelstufe. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt gebracht aus einem Teil des Oberstufenbildungsplans. Unter Punkt 6 findet sich etwas, was Gegenstand aktueller Forschung ist. Ich möchte das hier auch keinesfalls als abgeschlossen darstellen, das ist es überhaupt nicht. Und das ist natürlich die Frage, wie bringt man das in den Unterricht rein, sodass es zum einen durch den Bildungsplan gerecht wird. Hier steht als Wirkung dunkler Materie interpretieren, aber eben auch so, dass man es trotzdem noch darstellt als offener Punkt. Ich habe dafür schon, also weil es auch schon im älteren Bildungsplan vorhanden war, mir einen kleinen Unterrichtsgang überlegt, wie könnte das Ganze aussehen. Zunächst mal beginnt man erstmal im Sonnensystem und zwar mit dem Rotationsprofil einfach der Planeten, heißt also, wie hoch ist die Bahngeschwindigkeit eines Planeten, wenn man davon ausgeht, die Sonne steht im Mittelpunkt des Sonnensystems, ich habe die Gravitationskraft, ich habe die Zentripetalkraft und dann kann ich ja die Bahngeschwindigkeit ausrechnen. Wie gesagt, Oberstufenkurs. Bei uns haben die Schüler in der 10. Klasse Physik sehr viel Mechanik und wissen mit diesen Begriffen im Idealfall was anzufangen, was dann wirklich der Lernerfolg ist bei den Schülern. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber sie haben es zumindest mal gehört. Davon ausgehend ist natürlich die Frage, wie untersuche ich so etwas bei einer Galaxie? Das heißt, wie misst man eigentlich die Rotationsgeschwindigkeit in einer Galaxie sozusagen in Abhängigkeit von der Entfernung? Das wird als nächstes geklärt. Wie werde ich gleich in einem Computerprogramm zeigen. Anschließend versucht man das Ganze zu simulieren und das machen die Schüler selbst. Also sich sowohl anschauen, wie misst man das Rotationsprofil, als auch die Simulation bedienen. Da möchte ich 3 kleine Programme vorstellen, die nichts mit mir zu tun haben, die nicht auf meinem Mist gewachsen sind, sondern die ich einfach nur vor etwa 10 Jahren gefunden habe und mir dachte, die kann man gut einsetzen, um die Schüler damit arbeiten zu lassen. Anschließend, sozusagen im 3. Programm, nimmt man noch die dunkle Materie hinzu. Da kann man jetzt, also sollte man vielleicht auch darauf eingehen, was genau die Annahmen sind. Das Schöne an dem Programm ist aber auch, das können sogar die Schüler selbst machen, das ist im Programm erklärt. Jetzt ist die Frage, wie weit man das noch aufbohrt. Man kann hier natürlich über mögliche Ursachen für die dunkle Materie reden, sich also überlegen, was kommt alles in Frage. Da haben die Schüler Ideen dazu. In diesem Teil des Astronomiekurses habe ich üblicherweise zum Beispiel schon schwarze Löcher behandelt. Das ist ja ein möglicher Kandidat. Ja, viele kleine schwarze Löcher, die wir halt noch nicht sehen, ist eine Möglichkeit. Aber man kann natürlich dann auch von der Teilchenphysik herkommen, sich da etwas überlegen und anschließend Gedanken machen über alternative Hypothesen. Eine Variante hier ist natürlich auch sozusagen die Theorie wieder über den Haufen zu werfen, zu sagen, gut, dann brauchen wir wohl auf großen Skalen vielleicht eine andere Gravitationstheorie. Wäre ja möglich. Am Ende zeige ich üblicherweise noch ein Video dazu, das das Ganze zusammenfasst. Ich habe hier mal ein konkretes verlinkt. Das werden Sie dann auch in den Materialien einfach draufklicken, dann finden. Das ist eine Arte-Dokumentation, auch schon, ich glaube, 8 oder 10 Jahre alt. Der Forschungsstand hat sich aber, soweit ich das beurteilen kann, so entwickelt, dass es weiterhin keine Klärung gibt, was nun wirklich es mit der dunklen Materie auf sich hat. Von daher kann man noch zeigen, wenn man ein Video zeigen möchte, das muss ich dazu sagen, das nur von dunkler Materieformen ausgeht, die jetzt mit der Elementarteilchenphysik zusammenhängen, Stichwort WIMS zum Beispiel, Aktionen oder ähnliches. Zeitbedarf wäre hier 4 bis 5 Stunden im Unterricht. Einiges. Wie gesagt, wenn man das Video weglässt, sind es schon nur noch 2 bis 3. Das muss man halt mal sehen.
Was bekommen die Schüler dafür von mir an die Hand? Ich habe das Ganze hier auch mal mit einem QR-Code hinterlegt. Wer ein mobiles Gerät hat und einfach fotografieren möchte, kommt quasi gleich zur Homepage von Matthias Borchert, der diese Programme entwickelt hat. Und dort sieht man diese 3 Dateien dann hinterlegt, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Also sprich, Präsentation ist jetzt quasi zu Ende. Ich möchte eigentlich die Software zeigen und wie ich im Unterricht damit arbeite und weniger jetzt irgendwelche Folien abspielen. Diese 3 Programme verwende ich auch genau in dieser Reihenfolge. Ja, das erste Programm, und Sie sehen schon die Endung .exe. Jetzt weiß ich nicht, wie sie in der Schule aufgestellt sind. Das sieht schon nach Windows-Anwendung aus. Ja, ist es auch. Das heißt, entweder haben Sie eine passende Emulationsumgebung noch dafür, wenn Sie kein eigenes Windows-System haben, oder man stößt halt hier sehr leicht an seine Grenzen. Bei uns in der Schule hat mittlerweile jeder Schüler ein Tablet einfach in der Hand. Da hilft das natürlich nicht, aber zum Glück können wir über RDP-Verbindungen dann auf virtuelle Windows-Rechner zugreifen und auch wieder damit arbeiten. Aber wie gesagt, das kommt darauf an, wie Sie jetzt in der Schule aufgestellt sind. Wenn Sie vor Windows-Programmen nicht zurückschrecken und sie nutzen können, dann würde ich sie jetzt hier gerade mal zeigen. Und ich glaube, ich bin zum Glück hier auch auf einem Windows-System gerade. Diese Programme starten typischerweise mit einer langen Erklärung, die Sie jetzt bitte nicht lesen. Wo Sie aber sehen, okay, Ihnen als Lehrer mal mindestens wird ja Ihnen erklärt, was genau passiert, was hinter dieser Simulation steckt. Und das sollte man sich vorher vielleicht auch mal anschauen, damit klar ist, was genau passiert. Das ist ein relativ schnelles, kurzes Programm. Auch da gibt es prinzipiell so einen Infobereich, kann man sich was durchlesen dazu, insbesondere wenn man sich Gedanken machen möchte, wie man bei einer typischerweise verkippten Galaxie, gibt es immer einen gewissen Inklinationswinkel, auf die realen Geschwindigkeiten kommt. Aber das ist normalerweise kein Problem. Was sehen Sie hier? Zum einen oben die Abbildung der Galaxie selbst. Dieser ellipsenförmige Bereich zeigt jetzt, wie weit man sozusagen nach links und rechts rausgehen kann. Unten soll ein Radioteleskop sozusagen dargestellt werden. Und dieses Radioteleskop empfängt jetzt Licht von unterschiedlichen Bereichen der Galaxie, je nachdem, wohin man es richtet. Ich sehe hier drüben in diesem Bereich jetzt ein sogenanntes Empfangsfrequenzspektrum in Megahertz. Die Idee ist, wir schauen uns die 21 Zentimeter Linie an, die normalerweise, das ist ja auch in Grau unterlegt, bei etwa 1420 Megahertz sitzt. Aber natürlich, wenn sich das Gas, und man beobachtet tatsächlich eben das Wasserstoffgas in der Galaxie, auf uns zubewegt, natürlich blau verschoben ist, und wenn es sich von uns wegbewegt, rot verschoben wird. Dann kann ich jetzt natürlich hier unterschiedliche Bereiche sozusagen durchfahren und sehe dann, dass diese Frequenz, die mir hier auch als Zahlenwert angegeben wird und umgerechnet wird, auch gleich sehr bequem in eine Rotationsgeschwindigkeit dieser Galaxie, und zwar auch korrigiert auf Inklination, also das ist die reale Geschwindigkeit, die wird mir gleich angegeben, und wenn ich dann hier einfach drüber gehe, kann ich sehen, und das können die Schüler eben selbst machen und mal gucken, ja okay, wenn ich im Zentralbereich bin, dann wandert dieser Empfangspeak hier. Mit anderen Worten, ich sehe dann, dass ich hier tatsächlich eine Abweichung der Geschwindigkeit im Zentralbereich bekomme. Das ist jetzt nicht überraschend, aber vor allem sehe ich, dass wenn ich weit draußen bin, also hier in diesem gesamten Bereich, ich kann nochmal hier zurückgehen und wieder raus, diese Rotationsgeschwindigkeit etwa konstant ist. Wenn man sich vorher über das Kepler-Profil unterhalten hat, wo wir diese 1 durch Wurzel R-Abhängigkeit haben, ist klar, das ist nicht das, was wir erwarten. Also klassischerweise würde man erstmal sagen, gut, diese Rotationsgeschwindigkeit muss, je weiter ich nach draußen gehe, abfallen auf jeden Fall. Also damit haben die Schüler mal gesehen, so kann man das offensichtlich experimentell machen. Da wird mal über den Doppler-Effekt gesprochen, den hat man vielleicht vorher schon mal bei den Exoplaneten sowieso angesprochen. In diesem Rahmen muss man sozusagen das Ganze betrachten. Und dann startet man mit diesem zweiten Programm. Das hat jetzt erstmal hier nur einfach ein kleines 3D-Modell dieser Galaxie, was sozusagen hier simuliert wird. Was man dann aber eigentlich macht, ist sozusagen das Ganze von oben nach unten anzugucken und sich jetzt zu überlegen, okay, wenn ich jetzt hier so und so viele Milliarden Sterne habe und so viel Gas, wie groß ist die Gravitationskraft bei welcher Entfernung vom Galaxienzentrum? Und das ist eigentlich hier noch ein kleines bisschen Spielweise zu machen. Da kann man hier ein bisschen reinklicken. So zum Beispiel. Und man sieht dann zum einen, das gibt dann die Simulation aus. Man kann es übrigens auch gleich sich sofort anzeigen lassen, aber die Schüler drücken gern eigentlich mal drin rum. So spielerisch, ja. Sehe ich zum einen, wie sich die Gravitationskraft verhält, aber dann eben auch die Rotationsgeschwindigkeit, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es eben keine dunkle Materie gibt und das übliche Gravitationsgesetz gilt. Ja, diese Kurve kann man natürlich hier drüben auch noch ein bisschen anpassen. Dann gibt es dann so Größen, und das finde ich immer ganz nett, weil das ist dann für die dritte Simulation eigentlich wichtig. Da werden die schon mal eingeführt. Zum einen hier die sogenannte Anfangsdichte.
Heißt also einfach, okay, wie dicht ist die Galaxie zum Beispiel in ihrem Zentrum? Wie viele Einheiten ist hier, glaube ich, noch nicht angegeben? Nee, kommt dann aber in der nächsten Simulation. Wie viel zum Beispiel Gramm pro Kubikzentimeter Materie habe ich an der Stelle? Ist natürlich ein wahnsinnig kleiner Wert, logisch. Und wie ist die Skalenlänge? Das heißt, ab welcher Strecke habe ich einen Abfall auf 1 durch e? Ja, daran kann ich jetzt ein bisschen rumspielen. Das sind natürlich genau genommen keine freien Parameter. Ich kann sie beobachten. Aber ich kann hier natürlich schon so ein bisschen so lang dran rumspielen, das machen die Schüler durchaus gerne mal, bis ich hier Werte bekomme, die halbwegs zu diesem Graphen passen. Das heißt, ein solches Rotationsprofil, bei dem ich davon ausgehe, dass die Gravitation nur durch die sichtbare Materie, also insbesondere eben die leuchtenden Sterne und die interstellare Materie erzeugt werden, so ein Profil kann ich hier problemlos wiedergeben. Das Blöde ist natürlich, das wissen Sie, das ist natürlich nicht unser Rotationsprofil, das wir beobachten. Das haben wir ja auch gerade eben vorher gesehen. Wenn wir jetzt in dieses letzte Programm gehen, und das ist immer, finde ich, das Bemerkenswerte an den Simulationen, die Matthias Borchert gemacht hat, er arbeitet immer mit realen Messdaten. Also er schnappt die sich aus Publikationen, so liegen die drin, das sind die Fehlerbalken, die sind auch dabei. Und jetzt müssen wir eben mal entsprechend darüber reden. Auch in diesem Programm kann man jetzt erstmal hier unten sozusagen an diesen Parametern drehen, die von der Galaxienscheibe kommen. Das heißt, wir haben die Sterne, wir haben die interstellare Materie. Und da kann man auch wieder schauen, gut, wenn ich an diesen Parametern drehe, wie gut schaffe ich es denn, jetzt vielleicht dieses Rotationsprofil wiederzugeben. Da kann ich hier ein bisschen gucken, dann kriege ich vielleicht den inneren Bereich ganz gut, aber irgendwie außen nicht richtig. Ich drehe ein bisschen an der Skalenlänge, vielleicht passt das dann. Ja, ich kann ein bisschen was probieren, aber egal wie lange die Schüler rumspielen, sie haben keine Chance. Das heißt, an der Stelle kann man wieder sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verändern das Gravitationsgesetz oder wir packen noch zusätzliche Materie rein, die wir halt nur noch nicht beobachtet haben, außer über dieses Rotationsprofil, naja, und noch über ein paar andere Dinge, auf die ich jetzt aber nicht eingehen will. Das kann man dann also wie folgt machen. Ich stelle es gerade hier nochmal auf die Startwerte ein. Ich kann jetzt hier auf der rechten Seite, also unten Mitte ist es eigentlich eher, ja, die Parameter des Galaxienhalos verändern. Hier geht man also davon aus, um eine solche Spiralgalaxie befindet sich ein Halo, damit ist irgendwie auch so eine kugelförmige Verteilung gemeint, kugelsymmetrische Verteilung. Im Infobereich gibt es die Dichtefunktion dazu. Und die könnte doch jetzt vielleicht diesen Effekt haben. Wäre ja möglich. Ja, dann kann man hier entsprechend reingehen mit der Anfangsdichte, ein bisschen hochgehen und es geht relativ schnell, wenn die Schüler vorher nichts rumgedreht haben, was sie natürlich machen, deswegen brauchen sie lang. Aber wenn man nichts macht und einfach nur mal die Anfangsdichte hochdreht, dann passt das gerade sehr schön und ich bekomme dann sogar sozusagen einen Zusammenhang, wie viel dunkle Materie erwarte ich in Relation zur sichtbaren Materie in einer solchen Spiralgalaxie, um das Rotationsprofil dieser Galaxie, ja, NGC 3198, wiederzugeben. Und wie gesagt, das Schöne ist, finde ich mal, die Schüler können das selbst machen. Ja, die probieren ein bisschen rum. Das ist jetzt nicht tiefsinnig, ist nicht zu kompliziert. Das kriegt jeder hin, an ein paar Reglern zu drehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit wollen Sie an der Stelle noch reingehen? Das Modell, das hier dem zugrunde liegt am Anfang, ist sozusagen eine isotherme Gaskugel normalerweise. Ja, hier gibt es auch zwei Knöpfe. Das löst sozusagen das Problem. Es gibt einmal dieses kugelsymmetrische isotherme Verteilung und es gibt einmal noch ein anderes Profil, das nach 3 Astronomen, Herrera, Frank und White, benannt ist und halt eine etwas andere Dichtefunktion annimmt. Das aber mehr, glaube ich, zur Mitteilung für Sie. Denn, wie gesagt, man kann natürlich hier drauf schauen und reingucken und auch mal nachrechnen. Und mittlerweile sind auch die Fehler korrigiert. Da war tatsächlich mal ein Fehler drin, wenn man es mal nachgerechnet hat. Für uns ist das, also ich fand es ganz nett. Ich habe es mal nachgerechnet, ob das auch alles so hübsch rauskommt und so weiter. Findet man aber natürlich auch in den Publikationen. Aber ist natürlich nichts für die Schüler. Es sei denn, Sie haben wirklich jemanden, der sagt, ich bin normalerweise auch bei Jugend forscht unterwegs oder bin bei irgendeiner hochbegabten Akademie. Ja, sowas haben wir in Baden-Württemberg zum Beispiel. Da wäre das geeignet. Das ist schon mal das, was ich jetzt eigentlich erstmal nur zeigen wollte an Programmen und dann vielleicht kurz darauf hinweisen. Also wir haben in Baden-Württemberg, ich war sehr überrascht davon, die Gelegenheit gehabt, tatsächlich den gesamten Oberstufenkurs in Arbeitsblättern abzubilden und dafür vom Land bezahlt zu werden. Das fand ich ganz gut und anständig. Und entsprechend finden Sie auch zu solchen Computerprogrammen Arbeitsblätter im Internet.